Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter Video. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen, ja, von der ehemaligen RASP, also RASP, das ist das Reserve Ammunition oder der Reserve Ammunition Storage Point 951 bei Vierenheim, Lampertheim. Amerikanisch betrieben. Der Hund zieht ein bisschen rum. Dementsprechend habe ich mich heute auch amerikanisch gekleidet. Das ist ein sehr großes Gelände hier. Ich bin hier zum ersten Mal und habe gerade erstmal gucken müssen, wo kann man hier überhaupt mit dem Auto anhalten. Wir haben jetzt aber scheinbar einen Parkplatz gefunden, der hier relativ gut auf das Gelände anschließt. Ja, das Gelände befindet sich hier vor uns. Wir haben hier unter anderem 76 Munitionslagerhäuser. Davon, laut den Daten, die ich im Internet gefunden habe, waren es etwa 12 größere Munitionslagerhäuser, in der auch wohl die Honest John Rakete lagerte. Ich selber habe auf dem Geländemodell im Vorfeld der Recherchen 16 größere Moon-Lagerhäuser gesehen, sogenannte Typ 2 Magazine. Und ja, der ganzen Sache werden wir jetzt mal auf den Grund gehen und mal schauen, was wird sich uns hier auf dem Gelände überhaupt darstellen. Wie gesagt, die ganze Geschichte hier ist riesengroß. Der Hund ist leider hypernervös. Ja, Temperaturen sind auch relativ hoch. Wir werden mal schauen, wie wir das Ganze hier machen können. Das ist zum Glück alles hier schön beschattet im Wald und von daher, ja, wir gehen jetzt erstmal los zur ersten Moin. Wir gehen jetzt erstmal los zum ersten Munitionslagerhaus und dann schaue ich euch wieder zu. Ich muss mich hier selber auch erstmal hier so ein bisschen orientieren, was hier so abgeht. Bis gleich. So, mal eben eins kurz vorweg. Ich trage hier die sogenannte Tactical Load Bearing Vest der US-amerikanischen Streitkräfte. Ich habe da schon mal so ein Special-Video bei den Camo in der Camo-Abteilung gemacht. Und ja, ich muss sagen, war jetzt schon eine gute Entscheidung, dass ich das Ding mitgenommen habe. Denn ich kann hier schön dieses Stativ mit der anderen Kamera einfach mal eben runterklemmen. Habe da die Hände frei. Das ist natürlich nicht dafür gedacht, aber es bietet sich eben an für die zivile Verwendung. Hier gibt es ein paar Sachen, die man ganz nett nutzen kann. Ich habe hier vorne das Trinken vom Dexter drin. Ich habe hier das Teil drin, woraus er dann trinkt, diese kleine Schale. Ich habe hinten auch noch selber was zu essen und zu trinken für mich drin. Denn ich weiß noch gar nicht, wie lange das Ganze hier dauern wird. Das ist, wie gesagt, wirklich ein Riesengelände. Und wir haben jetzt auch mit Sicherheit noch mal ca. 500 Meter, bis wir überhaupt am ersten Moon-Lagerhaus sind. Und dann schauen wir uns mal die Struktur da an. Hier war natürlich früher auf jeden Fall alles asphaltiert oder wegen mir auch betoniert. Die genaue Wegestruktur vermag ich persönlich jetzt auch gar nicht nachzuvollziehen. Müsste man noch mal auf alten Aufnahmen gucken, denn es gibt natürlich von dem Gelände auch ältere Aufnahmen. Die Daten, auf die ich mich jetzt hier so berufe, die habe ich von der Seite Geschichtsspuren.de. Ist auch kein Geheimnis. Kann ja jeder selber auch mal recherchieren, wenn er da Lust drauf hat. Das ist so im Zeitraum, ja, 2004 bis 2008 kommt das meiste her, was ich dann hier so erzählen kann. Und ja, wir haben 2024, ne? Das ist also auch schon alles ziemlich lange her. Lassen wir uns überraschen, was das hier gibt. Gut, dann gehen wir jetzt den Weg hier weiter und ich schaue euch wieder dazu, sobald wir am ersten Moon-Lagerhaus sind. Ja, so, wir haben es offensichtlich auf eine der mutmaßlichen, ja, ehemaligen vielleicht Hauptstraßen dieses Geländes geschafft. Ich werde euch da mal auf der Karte darüber orientieren, wo wir da sind. Wir werden hier mit der Geländemodellkarte arbeiten, weil man da einfach sehr schön alles drauf erkennen kann. Wir gucken aber auch mal bei Google Earth, was das Gelände hier noch hergibt, wenn man so ein bisschen in der Zeitleiste oder mit dieser Zeitleiste arbeitet, wo man da landet. So, der Dexter ist schon warm, der kann sich da auch eben abkühlen. Ja, leg dich da ruhig rein in die alte Lache. Spielt keine Rolle.
Nee, doch nicht. Gut. Ja, gucken wir mal. Also hinter uns sind Leute, vor uns sind Leute. Also hier ist auf jeden Fall was zu tun. Ich nehme auch an, dass wir gleich hier ja, wahrscheinlich noch den einen oder anderen so treffen werden, der hier rumläuft. Was auch schwer einzugrenzen ist, nach jetzigem Stand, der ehemalige Zaun, weil der meines Kenntnisstandes komplett weggemacht wurde. Da ist wohl nichts mehr vorhanden. Also kann man nicht genau eingrenzen, wo fing das jetzt hier wirklich an und wo hörte das dann letzten Endes auch wieder auf. Aber nun gut. Fund dieses Weges war mir jetzt wichtig genug, mal eben euch mitzunehmen. Wir müssen tendenziell gleich hier so nach links runter. Da müssen dann die ersten Moon-Lagerhäuser kommen. Von da vorne kommen wir. Da seht ihr diesen Hauptweg in Anführungsstrichen. Kommen wir von rechts. Also das ist die östliche Richtung. Jetzt sind wir ein ganzes kleines Stückchen nach Süden gegangen und wir sehen hier bereits nicht entsiegelten Weg. Also hier ist noch wunderbar die Asphaltstruktur zu erkennen. Da geht es weiter Richtung Süden. Da kommen die ersten Moon-Lagerhäuser. Da gehen wir gleich hin. Mich reizt jetzt aber, weil ich was gesehen habe auf dem Geländemodell, in diese Richtung. Also Richtung Westen. Da ist noch irgendwas befindlich. Da sind scheinbar 2 Gebäude, kleinere. Oder es sind vielleicht auch nur Sandaufwürfe. Das gucken wir uns jetzt mal an. Da gehen wir erstmal lang und dann gehen wir zu dem Moon-Lagerhaus. Weil die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich hier nachher nochmal wieder vorbeikomme. Und ich nehme das jetzt lieber so mit, wie es dann auch liegt. Damit wir hier nicht so eine riesen Verwirrung auf dem Platz haben und mal hier sind und mal da sind. Also der Weg, den ich hier gehe, der soll dann schon nachvollziehbar sein. Ja, dem Weg gefolgt öffnet sich hier erstmal so ja, die Struktur. Ob hier früher allerdings auch mal ein Platz war oder ob das hier, ihr seht da vorne liegt Gehölz, ob das hier so eine Art Abtransportplatz ist, Umschlagplatz für vielleicht forstwirtschaftliche Belange, das vermag ich nicht zu sagen. So, wir sind jetzt so langsam auch schon in dem Bereich meines Erachtens, wo diese beiden Erhöhungen im Wald sind, aber ich will euch damit jetzt auch nicht weiter stören mit der Suche. Ich gucke noch mal eben auf das Geländemodell und dann treffen wir uns wirklich genau dort wieder, wo es zu sein scheint. Ja, Sie sehen einen Haufen in irgendeiner Weise. Was das ist, ob das mal was war, kann ich euch nicht sagen, aber solche Sachen werde ich jetzt ganz so viele Strukturen sind auf dem Gelände eben nicht da. Und deshalb muss man dem schon mal eben nachgehen. Allerdings ist das hier wirklich für mich jetzt in keinster Weise zu interpretieren, woher das kommt und von wann das stammt. Ob das einfach nur irgendwas zusammengeschobenes ist hier, befindet sich da vorne auch nochmal. Gehen wir gar nicht erst hin. Wir gehen jetzt wirklich zurück und dann gucken wir uns die Moon-Lagerhäuser an. Aber man muss den Sachen, wie gesagt, wenn man so wenig Struktur hat, muss man dem bisschen ja auch irgendwie nachgehen, was man dann noch vorfindet. Also hier so ein kleines Stück Eternit habe ich hier wohl gefunden. Es kann also gut sein, wir hatten hier auf dem Gelände auch etliche kleinerer Munitionshäuser. Guck mal hier hin. Für Handwaffenmunition. Habe ich gerade diese Maus aufgenommen, die da lief. Ja, es wird ein bisschen. Die waren halt hier. Warte mal, ich habe mir das noch aufgeschrieben, wie viele das waren. 262 Bodenfundamente für kleine Lagerhütten. Und die waren so circa 10 mal 4 Meter groß. Und diese kleinen Lagerhütten könnte ich mir vorstellen, dass die eben entsprechend mit diesem Eternit-Dach abgedeckt worden sind. Mag gut sein, dass die hier außen so in der Peripherie standen. Die Bodenfundamente selber oder irgendwas, was so daran erinnert, habe ich hier noch nicht gefunden. Gut. Und weiter geht's. Versuchsaufbau. Aus der Richtung kommen wir. Und ihr habt es ja gerade schon in dem Einspieler gesehen. Da sind wir. Und wo wir sind, blende ich euch auch noch auf der Karte ein. Ob ich das jetzt sofort tun werde oder gleich, spielt keine Rolle. Ihr werdet es gewahr werden. Der erste, oder sagen wir mal so, das erste Moon-Lagerhaus, was jetzt für mich hier
offensichtlich ist, was auch von der Karte her genau das ist, wo ich hin wollte. Hier haben wir verschiedene Markierungen drauf. Wir werden uns das mal eben angucken. Also einmal haben wir hier eine ganz simple 39 und dann haben wir hier aber noch weiteres, und zwar haben wir hier eine 2622 und dahinter steht noch ein M. Rätselraten, was es bedeutet. Ich bin mit dieser amerikanischen Infrastruktur wenig bis gar nicht vertraut. Oder beziehungsweise mit diesen Bezeichnungen. Ich meine, die 39 macht dann irgendwie einen Sinn für mich, klar. Und das andere, ja, wer weiß, ne? Vielleicht ist das auch noch irgendwie eine Art Code für etwas, was ich dann in dem Gebäude befunden haben könnte. Da. Mal eben schauen, ob wir da reinfilmen können. Bin mir da gar nicht so sicher, ob da irgendwas geht. So, mal gucken. Nee, das geht gar nicht gut aus, ne? Sind noch so Löcher drin. Da komme ich mit der Kamera aber auch nicht durch. Also dieser Einblick hier wird uns zunächst mal verwehrt bleiben. Ja, dann gucken wir mal, ob wir in irgendein anderes dieser Moonlagerhäuser reinschauen können. Ja, der Rest liegt da vorne runter. Vielleicht seht ihr auch noch Leute, die sind gerade mit ihren Hunden vorbeigelaufen. Also hier ist recht viel Betrieb auf dem Gelände, kann man nicht anders sagen. Ich filme jetzt erstmal diese 6 Moonlagerhäuser ab. Und hier vorne im südlichen Bereich, da ist auch noch Struktur. Das werde ich auch noch in der Karte markieren. Da möchte ich mal gucken, ob man da noch irgendwas draus sich zusammenreimen kann, was das denn wohl gewesen sein könnte. Okay, ich packe meine Klamotten und filme euch jetzt erstmal diese Moonlagerhalle ab. Munitionslagerhaus, ja, Reihe, meine Herren. Gut, beruhigen Sie sich. Die 6 Moonlagerhäuser haben wir ja jetzt gesehen. Und ich habe euch da oben ja auch schon auf dem Geländemodell eine andere Struktur gezeigt, die hier noch auffällig ist, die ich hier eben anschauen wollte. Wir sind jetzt eben genau an besagter Struktur. Und zwar haben wir hier offensichtlich irgendeine Art von Stellfläche. Davon sind aber auch, wenn ich das mal eben so durchzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück links, und auf der rechten Seite müssten ebenfalls 10 dieser Stellflächen sein. Wie das mal ausgesehen hat, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich da nicht nur glaube ich, sondern da habe ich keine Quellenlage drüber. Was man eigentlich erkennen kann, wenn man das ganz nah ranzoomt, dass man hier vorne so Aussparungen hat. Das sieht man im Geländemodell sehr schön. Und hier haben wir auch entsprechend diese Aussparungen. Hier ist einmal diese Öffnung. Und wenn wir hier vorne rüber gehen, haben wir da vorne die zweite Öffnung. Ja, das Ganze ist recht verwachsen. Man kann dann hier noch bis ans Ende gehen. Und hier ist eigentlich auch nichts mehr. Das heißt, es hört denn hier auf. Ja, das geht so ein bisschen, also hier geht es wieder so ein bisschen nach oben aus der Senke raus. Und ja, dann sieht das hier so aus. Und da drüben, das wird das Endstück ebenfalls wie zu dieser Stellung, nur eben parallel auf der anderen Seite sein. Hier vorne, das ist so ein bisschen abgefallener schon, das sieht man schon nicht mehr sehr gut. Also ja, war es auf jeden Fall wert, mal eben kurz drüber herzufilmen und das zu zeigen.
dass hier auf jeden Fall was stand. Und das, wir sind jetzt hier im eher südlichen Bereich und im nördlichen Bereich haben wir diese Struktur auch nochmal. Ich habe die aber beim Überfliegen der Karte bisher nur zweimal gesehen. Gut, jetzt sehen wir zu, dass wir noch weiter in die Mitte dieses Platzes gelangen und dass wir uns mal um diese größeren Moon-Lagerhäuser kümmern, wo ja wohl offensichtlich oder laut Aussagen diese Honest John Raketen auch gelagert wurden. Also eins kann ich euch jetzt schon sagen, dass wir hier auf gar keinen Fall diese sämtlichen 76 Moon-Lagerhäuser abgehen werden. Das ist, das ist letztendlich auch zu uninteressant, gehe ich von aus, weil die sehen ja alle gleich aus. Na, und das Gelände ist hier wirklich so groß. Was soll das für ein Video werden? Wie lange soll das werden, bis ich alle 76 dieser Moon-Lagerhäuser abgefilmt habe? Also gucken wir jetzt nach den Besonderheiten. Deshalb eben auch der weitere Gang jetzt ins Gelände rein, damit wir an diese 12, beziehungsweise meines Erachtens, meiner Zählweise nach, haben wir hier 16 dieser großen Typ 2 Magazine. Ja, das werden wir mal so ein bisschen uns anschauen, was das für einen Eindruck macht. Auf dem Weg dahin kommen wir noch an dem einen oder anderen Moon-Lagerhaus vorbei. Das filme ich dann und ich zeige euch natürlich auch den Standort, wo das Ganze ist und wo wir hergelaufen sind. Zurücklaufen wir auf keinen Fall den gleichen Weg. Das würde keinen Sinn machen. Wir gehen also den Weg zurück dann auch nochmal an irgendwelchen Moon-Lagerhäusern vorbei. Und dann müssen wir mal schauen, wie das alles so wird. Aber das ist natürlich auch, es ist halt so, wenn du die Dinger alle abfilmst, wie lange soll das dauern und ab wann schläft der Zuschauer ein? Das ist natürlich auch mal die Frage. Von daher werden wir das ein bisschen abkürzen hier, das Ganze. Und dann schauen wir mal weiter. So, ja dann, bis gleich. Von da vorne kommen wir. Gehen wir hier den Weg rein. Ich zeige es euch dann auch wieder auf der Karte. Hier sind noch zwei Moon-Lagerhäuser, die liegen relativ nah bei diesem Hauptweg, den wir jetzt hier nach unten durchgehen. Die nehmen wir noch eben mit. Das wäre jetzt auch eigentlich verschwendet, wenn wir die nicht mitnehmen würden. Das ist kein Riesenaufwand. Und dann bewegen wir uns weiter nach unten. Da haben wir auf jeden Fall noch ein einzelstehendes Moon-Lagerhaus. Das ist ja natürlich alles hier auch taktisch gebaut worden. Das ist natürlich, du kannst ja auch, was weiß ich, 10 Stück in eine Reihe, nächste Reihe wieder 10 Stück und nochmal wieder 10 Stück. Das ist hier alles schon so ein bisschen, das seht ihr ja auch in der Luftaufnahme, hat schon irgendwie ein anderes Konzept. Das Ganze ist halt so aufgelockert im Gelände. Und deswegen, sehen wir halt hier 2 Stück. Da haben wir 2, 6, 17, die andere weitere Bezeichnung haben wir da leider nicht mehr erkennbar aufgrund von der Graffiti-Malerei. Ja, jetzt gehen wir hier nochmal weiter. Und sobald wir da bei dem zweiten Teil angelangt sind, machen wir auch postwendend kehrt. Sonst kommen wir zu weit ab von der Strecke, die ich hier für sinnvoll erachte, sie zu gehen. So, dann haben wir das nächste Teil. Gucken, ob wir da noch die Nummer sehen. Oh ja, die sehen wir noch. Das ist auch ganz gut. Dann haben wir hier die 33. Ja. Und damit gehen wir jetzt zurück. Komm mal hier. Gehen wir jetzt zurück. Wenn wir geradeaus weitergehen, da kommen noch 4 weitere Moon-Lagerhäuser. Letzten Endes haben wir dann auf dieser Straße insgesamt auch wieder 6 Stück, nur wobei die ersten ja direkt alle beisammen standen und diese hier sind so aufgelockert mit 2 und jeweils dann 4. Die anderen 4 schenken wir uns. Ich melde mich gleich wieder. Ja, und wie aus dem Nichts entstanden ist dann hier plötzlich dieses einzelstehende Moon-Lagerhaus 2609. Ihr seht es ja auf der Karte, schon ziemlich auffällig. Irgendeine Bewandtnis wird es gehabt haben.
weiter geht's geradeaus und wenn jetzt nicht irgendwas noch dazwischen kommt, dann sehen wir uns an einem dieser größeren Moonlagerhäuser wieder. Ihr seht auf der Karte, wo wir uns hier befinden. Wir haben also hier nochmal eine kleine Reihe von den kleineren Moonlagerhäusern. Ich habe nicht so ein fotografisches Gedächtnis. Ich meine 4 Stück sind das hier in dieser Reihe darunter. Und hier nach rechts, und jetzt kommt nämlich eben der entscheidende Punkt, wo wir uns hier befinden. Ich bin extra ein bisschen weiter gelaufen, um euch eben das Moonlagerhaus zu zeigen. Wenn wir hier nach rechts abgehen, also wieder Richtung Osten, da müssten, glaube ich, auch noch mal 2 dieser kleineren Moonlagerhäuser sein. Aber warte, bevor ich euch da irgendeinen Blödsinn erzähle, ihr seht das natürlich jetzt schon längst auf der Karte, während ich hier rumstocher. Genau, da sind noch mal 2 und oben in der Verlängerung sind ja auch noch mal 2 Stück. Also das ist auch wieder so eine ganz kuriose Anordnung dieser Häuser. Die gehen wir jetzt aber nicht ab, sondern wir bewegen uns jetzt in diese Richtung und da kommt jetzt sofort diese ganze Reihe der größeren Moonlagerhäuser. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorhin schon erwähnte, aber hier innerhalb des Moonlagers gab es wohl noch einen internen Kreis, nochmal einen Sicherheitskreis. Also hier war kein SAS oder so, aber dieser interne Sicherheitskreis, aber habe ich glaube ich auch gesagt, weiß ich nicht. Das war glaube ich da, wo vermutet wurde, dass diese Honest John Raketen da lagerten. Und hier haben wir dann natürlich auch schon, hatte ich euch ja angekündigt, eines der größeren Munitionslagerhäuser. In diesem Fall mit keine Schiebetore, sondern hier haben wir so, wie nennt sich das überhaupt? Scheunentore, Klapptore. Interessant. Es könnte also gut sein, dass wir halt hier in diesen internen Sicherheitskreis reingelangt sind. Was aber ganz witzig ist, wir sind hier auch direkt an der 1. Also wir sind hier nicht irgendwo, sondern das passt dann auch schon so vom Ablauf her. Das ist dann einfach Glück gehabt, so gesehen, was das anbelangt. Ja, interessantes Gebäude, aber ich denke nicht so stark eben gesichert wie die anderen, weil dieses Tor hier, das macht mir doch einen sehr dünnen Eindruck. Ich werde da gar nicht gegenklopfen, weil das sieht man schon, dass das kein wirklich dickes Metall ist. Da haben wir das erste Teil auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt im Geländemodell genauer schauen, dann haben wir 16 dieser Gebäude. Also ich gucke das noch mal eben kurz nach. Ich habe mir ja auch Notizen gemacht hier im Vorfeld. Man kann sich ja nicht immer alles merken. Es sind so viele Zahlen da oftmals bei. Ja, hier steht wirklich drin, also 12 größere Moonlagerhäuser. Und wie gesagt, ich habe hier klar 16 gezählt und das DGM-Modell, das lügt natürlich auch nicht. Es stellt ja die absolute Größe dann auch dar. Von daher passt das. Also das können wir korrigieren, sofern das, sofern diese 12 nicht alleine steht und irgendwie jemand sagt, irgendwo stehen auch noch 4, dann hätten wir 16. Aber ich glaube, insgesamt wurden hier nur 12 gezählt davon. Ja, gucken wir mal, wo wir noch hinkommen. Hier soll auch noch eine Laderampe sein und von dem vermeintlichen Haupteingang soll wohl auch noch ein Trafogebäude stehen. Ob das Trafogebäude noch steht, wo der vermeintliche Haupteingang war oder ist, ich habe keine Ahnung. Es fällt einem wirklich sehr schwer, sich hier zu orientieren, denn diese ganze Struktur ist hier dermaßen bereinigt worden und ich nehme auch an, die Leute, die das da 2004, 2008 mal geschrieben haben, die haben das hier halt auch noch in einem ganz anderen Zustand vorgefunden. Gut, wir gucken jetzt noch mal weiter und dann machen wir uns letzten Endes wieder auf den Rückweg. Gut, also ich habe mir jetzt eben eine Route zurechtgelegt, das ist jetzt gleich ziemlich simpel. Wir gehen jetzt noch so ein bisschen in den Westen und dann nehmen wir die nächste Straße nach rechts. Die führt uns dann wieder in den Norden hoch und da kommen wir noch an dem einen oder anderen Moonlagerhaus vorbei. Wir sind hier auf jeden Fall bei der Nummer 3. Die Nummer 2 habt ihr gerade im Vorbeilaufen gesehen, da bin ich nicht näher drauf eingegangen. Aber schön doch, dass wir eben ein bisschen näher rangegangen sind. Man sieht nämlich hier noch Anweisungen in case of emergency call und dann kann man da irgendwie
ja, gibt es halt diese typischen Abkürzungen, die da drunter stehen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Militärisches Telefon und ziviles Telefon stehen da wohl auch irgendwie differenziert drauf. Und da haben wir auch noch irgendwas, wahrscheinlich WA Warning, und dann steht da irgendwas mit Ventilation und ja, leider übersprüht. Ich gucke mal, ob wir das an einem der anderen Gebäude doch noch mal eben genauer lesen können. Und ja, ich nehme euch dann wieder mit. So, wir sind hier an der Hausnummer 12. Also in irgendeiner Weise werden Teile hier auch wohl genutzt, aber naja, also wenn man hier sich so diese Infrastruktur anschaut, kann ich mir kaum vorstellen, dass hier alle Nase lang irgendjemand hinfährt und hier irgendetwas an diesem Mohnlagerhaus macht. Na, also das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass hier vielleicht irgendwie auch so, ja, forstwirtschaftliche Sachen irgendwie drunter stehen oder sowas. Ich glaube kaum, dass hier irgendjemand von einem Geschäft oder so irgendwie einen Lagerbereich hätte. Mir persönlich muss ich sagen, wenn ich das hier, hätte ich jetzt auch nicht. Weil das ist hier überhaupt nicht umfriedet irgendwie. Ne? Das habt ihr ja gesehen. Hier kann jeder drauf gehen und machen und tun. Diese Straße hier, die wir jetzt nach Norden, oder der wir jetzt nach Norden folgen, da unten ist Süd, Nord ist da oben. Das ist eigentlich noch hier so die gepflegteste, möchte ich sagen. Hier ist auch recht viel Verkehr. Also wir kamen mir gerade schon Fahrradfahrer aus beiden Richtungen entgegen. Da oben laufen auch noch wieder Leute. Aber das ist jetzt hier der, ja, sag ich mal, direkte Weg wieder zurück zum Auto. Das eine oder andere Mohnlagerhaus, was wir hier noch sehen werden, werde ich euch noch abfilmen. Und ja, ansonsten melde ich mich dann auch spätestens wieder, wenn wir am Auto sind. Dann machen wir ein kleines Resümee. Also dann bis gleich. So, jetzt noch mal ganz kurz eben auf diese Load-Bearing West, die ich hier trage. Ich muss sagen, trägt sich sehr angenehm, kann man überhaupt nichts meckern. Ist natürlich diese Taschenanordnung und so, ist klar, da ist eine Handgranatentasche bei. Die anderen 4 Taschen, die wir hier oben drauf haben, das sind letztlich ja alles Magazintaschen. Und wenn man sich die aber so ein bisschen modifiziert mit anderen Taschen auch, die man ja unten an der Koppel befestigen kann. Ich habe hier auch noch eine M16 Magazintasche. Ich hoffe, man sieht das jetzt so. Ich sehe nämlich nichts mehr auf der Kamera. Dann kann man da auch, ich sag mal, für den zivilen Gebrauch, auch für so 1-2 Tagestouren, kann man da Sachen drin unterbringen. Und also wie gesagt, sehr bequem. Kann man wirklich gut tragen. Und was jetzt richtig cool ist, wir haben noch tatsächlich mal eben die Möglichkeit, hier in eines dieser Mohnlagerhäuser hineinzuschauen. Ja, der Dexter prischt schon mal vor. Der ist auch absolut schmerzbefreit. Ich hole erstmal eine Taschenlampe raus. Wir haben hier die 15. Hier steht was offen. Oh, schauen wir mal eben. Boah, schon volle Pulle. Ja, also gut, was hier ist. Irgendwelche Absperrelemente, irgendwas, ja, irgendeine Baufirma hat hier was. Sieht aus wie Straßenbau, Landschaftsgartenbau im weiteren Sinne. Das seht ihr, müssen wir uns nicht angucken, aber was hier ganz klar gegeben ist, man erkennt die Boxbauweise. Das heißt, wir haben hier komplett gerade Wände, auch oben gerade, hatte ich mir auch schon gedacht, dass sie das hier machen. Das ist natürlich auch eine sehr praktikable Geschichte. Da hast du keine Einschränkungen irgendwo, ne? Dass sich irgendwo eine Wand verjüngt oder sowas. Ja, so sieht das hier aus. Da vorne haben wir noch Strom. Gehen wir hier nochmal nach oben. Ja. Oh, das scheinen, ja, das sind meines Erachtens Originale, würde ich bald sagen. Ja, guck mal, allein dieser Verbindungskasten, der Verteilkasten, der da in der Mitte ist, das ist ja richtig, das ist richtig starkes Design. Also, das sieht super aus. Schicke Teile, schicke Deckenbeleuchtung. Ja. Gut, ich denke, viel mehr Innenstruktur gibt es nicht. Nee, das sind neue Elemente, die da mal einer angebracht hat. Ja, so ist das. Ja, warum das Ding jetzt hier aufsteht, weiß der Geier.
Der Hund nutzt es natürlich erstmal, um sich zu kühlen, weil es ist auch schon hier drin einfach merklich kühler. Es ist sehr angenehm hier. Eben nur mal da hinten noch mal eben gucken. Das scheint dann noch so eine Ventilationsöffnung letzten Endes zu sein. Irgendwie so ein Kamin, ne? Sieht man da. Aber auch nur, doch, links auch. Links hinten sieht man das. Und hier rechts auch. Ja, so sieht das hier aus. In diesem Moonlagerhaus, wo mutmaßlich auch Honest John Raketen gelagert wurden. Schöne Eindrücke. Haben wir doch, es ist manchmal auch, wie der Zufall es so will, zum Ende kommt dann immer noch irgendwie ein Highlight. Ne? Obwohl das nicht geplant war, das war reiner Zufall. Gut, ich schalte das jetzt ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Da vorne ist nochmal ein Kreuzungsbereich. Da war auch noch ein großes Moonlagerhaus. Hier ist jetzt hier sind schon wieder die kleinen Moonlagerhäuser. Was steht da drauf? Halt hier Grenze Bundesgrenzschutz. Ja, das ist schön. Das haben wir hier von der Ostgrenze hat da jemand so einen Aufkleber dran geklebt. Die kann man ja, glaube ich, mittlerweile auch nachgedruckt kaufen. Ja, ihr seht, hier ist immer mehr los. Wir gehen da mal weiter hoch. Da war ich schon ambitioniert auf dem Rückweg. Da stolper ich jedoch tatsächlich noch über Zaunelemente. Das heißt, hier muss dann meines Dafürhaltens der äußere Zaun gewesen sein, weil wir kommen aus der Richtung, das heißt aus Süden. Die Straße verläuft hier Richtung Norden. Diese eben führt uns genau wieder zu den ersten 6 Moonlagerhäusern, wo wir am Anfang waren. Und hier links neben uns sind eben noch diese Zaunelemente. Ich möchte sagen, hier im nördlichen Bereich sind auch keine Moonlagerhäuser mehr. Von daher ist es, ja, kann man als relativ sicher annehmen, dass wir hier also einfach den Außenzaun haben. Oder sagen wir mal so, die letzten Elemente dieses Außenzauns. Es mag natürlich gut sein, dass wir hier überall auf dem Gelände auch noch einige dieser Zeitzeugen finden. Heute wohl nicht mehr. Ja, der Dexter hat entschieden, auf den letzten paar Metern sich noch mal richtig einzusauen, aber das ist auch in Ordnung. Dann nehmen wir die ganze Geschichte jetzt hier zum Anlass, um uns hier an der Nummer 40, ja, mit der 39 sind wir gestartet, da vorne. Ja, sieht super aus. Ich gönne ihm aber jetzt die Ruhe da. Ich nehme das jetzt hier zum Anlass, das Video entsprechend an dieser Stelle abzumoderieren. Ich hoffe, die Eindrücke, die ich euch hier vermitteln konnte, haben euch gefallen. Ich fand das hier interessant, aber nicht allzu interessant. Also die ein oder andere Standort-Munitionsniederlage der Bundeswehr ja, hat irgendwie doch ein bisschen mehr Begeisterung in mir hervorgerufen. Gut, muss ja auch nicht heißen, nur weil das hier ein größeres Depot der amerikanischen Streitkräfte ist, dass das jetzt mega geil ist. Das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Atmosphäre hier. Eigentlich sind mir Gelände, die man frei begehen darf, ganz recht, weil man eben hier nicht denken muss, oh, ne, kommt da irgendwer oder ist da irgendwas und so weiter und so fort. Das ist ja hier wirklich eine reine Freizeitfläche, wenn man so will. Ist okay, aber irgendwie kommt die Atmosphäre dieses Depots nicht so richtig rüber. Eben wahrscheinlich auch aufgrund der fehlenden äußeren Infrastruktur. Eben halt, weil wir da keinen Zaun haben, ne, wo man sagen kann, oh, ja, guck mal hier, was weiß ich, da hast du schon mal irgendwie 200 Meter Sicht an so einem Zaun entlang. Das vermittelt immer auch so ein anderes Feeling schon. Das ist hier irgendwie nicht so richtig aufgekommen. Naja, macht man nichts dran. Nichtsdestotrotz werde ich diesen Bereich hier nochmal, oh Gott, sieht der aus, nochmal wieder besuchen. Dann aber wahrscheinlich im Herbst, Winter. Richtig schick hast du das gemacht, ne? Im Herbst, Winter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja gut. Sah auch schon mal schlimmer aus. Also, langes Rumgefasel. Im Herbst, Winter werde ich das hier wahrscheinlich noch mal irgendwann wieder besuchen. Wir haben hier in der Nähe noch ein weiteres Depot.
Mit Sicherheit dann auch sehr interessant, wenn man einfach mal weniger Vegetation hat. Wir haben hier noch einen ehemaligen amerikanischen Übungsplatz. Auch ein riesen Gelände. Kannst du dich bei den Temperaturen natürlich auch nicht vernünftig drauf bewegen. Ich schon, der Hund nicht. So, auf den muss ich halt auch Rücksicht nehmen. Deshalb haben wir auch einen Teil dieses Geländes hier einfach ausgelassen, weil ich mir da nicht mehr viel oder nichts weiteres von versprochen habe. Ne? Wir haben hier noch eine Standort nicht, aber überhaupt irgendwie eine Schießbahn der Wehrmacht. Das siehst du natürlich auch alles nur, wenn die Vegetation nicht mehr da ist, oder sagen wir mal so, siehst du dann besser. Von daher, hier gibt es noch was zu tun und da bleiben wir auch dran. Aber jetzt hier, dieses Depot haben wir damit abgefilmt. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, gebt dem Video ein Like, schreibt irgendwas Sinnvolles in die Kommentare rein. Ihr könnt mich auch gerne mit einer Kanalmitgliedschaft oder PayPal-Spende unterstützen. In meinem Tun würde ich mich immer sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Joscha und Dexter. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao. Einen habe ich noch ganz kurz. Diese kleineren Moonlagerhäuser, Hütten, wie auch immer, wo da so Fundamente oder die auf so Fundamenten standen, wo da 262 Stück hier stehen sollten. Die Fundamente scheinen alle weg zu sein, weil ich habe hier nicht im Ansatz irgendwas gesehen. Und wir sind jetzt nicht über einen kleinen Teil des Geländes gelaufen, sondern wir haben ja schon hier einige Kilometer gemacht. Ich habe es leider nicht auf Komoot aufgezeichnet. Hatte ich erst gedacht, mache ich. Ja, aber wie das dann so ist, steigst du aus, ziehst deine Klamotten an und hast es schon auch vergessen. Also ein bisschen blöd. Na egal, auf jeden Fall muss ich sagen, oder ich tendiere dahin, dass ich sage, in diesem Depot sind die nicht mehr vorhanden. Die sind einfach weg, die Dinger. Ich habe die auf Bildern gesehen, an anderer Stelle. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Ne? Da sind halt viereckige Betonblöcke, kleinere im Wald, und dann hat das da irgendwie drauf gelagert. Ne? Das dann auf Holz oder auf Metall gelagert hat. Das kann ich euch auch nicht sagen, weil ich habe so ein Foto von so einer Hütte auch nicht gesehen, sondern nur diese Fundamente. Gut. Tschüss. Ja, da haben wir doch tatsächlich noch dieses Trafohaus gefunden, was da an dem vermeintlichen Haupteingang des Geländes steht. Und der Haupteingang ist dann eben auch hier ersichtlich. Das gucken wir uns mal eben an. Ah, das ist die Gebäudenummer auch nochmal. Ja, das stimmt, das habe ich doch auch mal in irgendeiner anderen amerikanischen Struktur schon mal gesehen mit diesen Gebäudenummern da. Egal. So, das ist dann hier ja, diese als Haupteingang deklarierte Zufahrt. Sehr schön. Ja, das ist natürlich schon ein Feeling. Das finde ich natürlich schon ganz interessant hier. Da sieht man wenigstens noch ein bisschen was. Und hier haben wir dann auch wieder den Zaun, der das natürlich im Endeffekt eingefriedet hat. Ich meine, ich hätte da irgendwo auch noch Maschendrahtelemente gerade gesehen. Aber egal. Wir gehen hier einmal kurz rein. Hier ist eine ehemalige Lampe. Dann geht das hier weiter. Da haben wir überall noch Randstein. Sehr schön. Hier war auch mal so ein Lichtenmast. Das kann sein, dass das hier schon immer stand oder hingestellt wurde zur Verlangsamung des Verkehrs. Also falls hier dann einer hätte reinfahren wollen. Ja, auch nochmal ein Lichtmast. Und hier haben wir scheinbar dann nochmal so einen Torpfosten. So sieht das hier aus. Und dann ging das hier aufs Gelände. Also gut, dann weiß man Bescheid. Wenn man hier nächstes Mal, ja, wenn man hier noch mal hin möchte auf dieses Gelände oder einen Parkplatz generell sucht, gar nicht so schlecht hier vorne. Gar nicht schlecht. Ja, muss man erstmal alles wissen. Ne? Gut, das war's jetzt aber wirklich.